Herr Professor, Sie sind Professor für Innovationsmanagement AIT und an der Universität Graz. Aus Sicht Zukunft neu denken, glaube ich, gibt es viele Firmen, Kommunen, die immer wieder sagen, die Zukunft hat der oder wird der das Rennen machen in Zukunft, der die Innovation an seiner Seite hat. Wo kommen Innovationen her? Wie kann man Innovationen in einem Unternehmen, in einer Kommune, wo auch immer, empowern, wahrscheinlicher machen? Gibt es da Instrumente? Was kann man raten? Ja, ich denke, die Innovation muss auch einen entsprechenden strategischen Rahmen vorgeben, also sprich das Top-Management. Also ganz wichtig auch vorneweg zu gehen und zu sagen, ja, wir wollen Innovation und entsprechend auch die strategischen Geschäftsfelder, Technologien, Märkte mal prinzipiell definieren. Was man sicher nicht machen soll oder zu viel ist, dann ins Detail hinein zu planen, zu stark diesen Weg auch vorzugeben, sondern letztendlich Top-Management gibt vor, in welche Richtung es geht. Und dann ist es wichtig, dass in diesem Umfeld, das auch hier geschaffen wird, mit entsprechenden Rahmenbedingungen, auch Mitarbeiter sich auch durch Selbstorganisation beispielsweise sich finden können und an sehr kreativen Ideen auch entwickeln können und dabei auch unterstützt werden. Also was man heutzutage weiß, ist, bedarf natürlich einerseits dieses sehr strukturierten Prozesses, um Innovation zu fördern, aber zusätzlich auch benötigt es Prozesse oder Anreize, Wettbewerbe, um die etwas radikaleren Ideen zu fördern und zu dem zu kommen, was auch viele Unternehmen wollen, nämlich die sogenannten disruptiven Innovationen. Wie sieht ein Professor für Innovationsmanagement Fehlerkultur? Was sagen Sie da? Ist das etwas, wo man sagt, das müssen wir implementieren, da brauchen wir eine eigene Strategie oder ist sowas heutzutage schon mehr oder weniger in allen Unternehmen wahrscheinlich richtig zu finden? Nein, ich denke, dass die Fehlerkultur zu wenig ausgeprägt ist und dass nach wie vor vom Top-Management bis auf die untersten Ebenen natürlich auch große Ängste vor Fehlern vorliegen. Wir sind alle getrimmt auf das, ja, keine Fehler zu machen, aber beim Innovieren muss man natürlich auch Fehler machen und diese Fehlerkultur sollte man auch, eine schwierige Aufgabe, fördern. Das kann man beispielsweise machen, gibt es auch große Konzerne, die so etwas vorzeigen, beispielsweise den Mitarbeitern, die haben die Möglichkeit, im Ausmaß von 3% ihrer Tätigkeiten an Projekten zu arbeiten, was die sich selbst definieren, wo sie keine Rechenschaft abgeben müssen, wo sie niemand jetzt einmal zunächst ein Reporting durchführen müssen, sondern explorativ ihren kreativen Ideen nachgehen können und da entstehen dann sehr häufig wirklich sehr innovative Ideen. Also man muss auch als Management Freiräume schaffen, die es ermöglichen, an wirklich kreativeren Ideen zu arbeiten und letztlich auch ein großes Thema sind nach wie vor Kommunikationsbarrieren im Unternehmen, wo auf der einen Seite die Entwickler zu wenig kommunizieren mit den Marketingabteilungen oder mit der Produktion. Das heißt, man muss auch die Möglichkeit schaffen, dass sich die begegnen und das ist ja auch ein neuerer Entwicklungstrend, dass in Unternehmen gemeinsame Räume geschaffen werden, Coworking Spaces, wo Diversität gefördert wird, denn Diversität ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Innovation. Herzlichen Dank, ganz spannend. Dankeschön. Danke auch.